Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Primordia. Und im letzten Part haben wir einige Fortschritte gemacht. Unter anderem konnten wir hier in den Ironworks die Zugbrücke runterlassen, auch wenn das mehr Glück als Verstand war. Nein, das war haarscharf kombiniert, ne? Ich wusste genau, was ich tue. Lassen wir das. Ich werde jetzt diese Insel hier betreten, mal gucken, was es mit diesem Roboter auf sich hat. Der starrt mich ja die ganze Zeit schon so an. Nicht, dass er mir ins Gesicht springen möchte, aber ich muss es herausfinden. Vielleicht ist er uns ja freundlich gesonnen. Hübsch sieht's hier aus. These heads? Did you hear something? Roboter-Zombies. Unpassend. Boss, do you see those things? I've got a bad feeling about this, boss. Crispin, on the count of 3. Erschieß sie, Crispin! Genau! Ja, was? Mit der Kraft meiner Gedanken! Oder war das mein kleiner Schweizer Taschenraketenwerfer? Okay. Und wer bist du? I am Clarity-Arbiter-Built, version 2, Law Clerk to Arbiter, Judge of Metropole. This is my home. Now, if you will excuse me a moment. Clarity! Schön, dich mal persönlich zu treffen. Im Sumpf. Hübsch hast du's hier. Fast. That's barbaric. Civilization is defined by law, and this is lawful. As enemies of the city, they forfeited their components. I have merely exercised my right of plunder. That sounds familiar. Whether it's legal or not, it's grotesque. You have a strange way of saying thank you. Thank you. I'm Horatio Nullbuilt, version 5. And I'm Crispin Horatio Built, version 1. Welcome, Horatio. Crispin, what brings you to the Underworks? Auch so ein bisschen Sightseeing, ne? Nein, aber Clarity! Clarity, da klingeln bei mir einige Glocken. Das war doch die Frau, ich meine, es ist ja eine Frau, die von Mit auch aus dem Roboter-Council verbannt wurde, oder? Da war doch was. Und jetzt lebt sie hier im Sumpf, im Exil und sammelt Roboterköpfe, die sie dann auf Lampen aufhängen kann, um sie dann nachher... Nein, keine Ahnung, was sie damit vorhat. Aber interessant. Was waren das für Dinger? Ja, Roboter-Zombies. What were those things? They are shells. Robots who traded their processors and memory to Metromind in exchange for energy and repairs. Now mindless, they still scavenge parts to trade with her. But those were the last of them, right? Hardly. Metromind now has more efficient ways to accumulate processor power, but she left hundreds of shells in the Underworks. Is there any way to save them? That question is irrelevant. They lived profligate lives, and when they had squandered their resources, chose to become thieves and destroyers. Punishment, not clemency, is what justice requires. Also das hatte ich schon eigentlich richtig gedacht. Im Grunde genommen sind das Roboter, die wahrscheinlich zu viele Processor-Cycles abgegeben haben und dadurch verblödet sind. Ne, und dadurch zu diesen Zombies geworden sind, mehr oder weniger. Also Metromind saugt sie mehr oder weniger aus, bis sie dann überhaupt keine Prozessorkraft mehr haben und dann hier in den Underworks landen und dann nach den restlichen Parts streben, die noch übrig sind und dann auch andere Roboter angreifen. Unschön. Warum sammelst du ihre Köpfe? Why are you taking their heads? Andere sammeln I Briefmarken. am giving fair warning. 2 other shells? No, they lack the capacity for fear. The heads are for a robot named Scraper Sternweiler built. You really think a bunch of rusty boxes will scare him off? No, I do not want to scare him. I want to warn him. When he ignores that warning, I can destroy him lawfully and without guilt. Boss, she's kind of exciting my electrons. Ich frage mich nicht, ob das Scraper stört. Ich meine, früher hat ihn das auch nicht gestört. Er hat einfach seine Laser rausgeholt und sagt, hier bin ich. Aber na gut. Du sagtest, du bist ein Law You Clerk. said you were a law clerk. What does that mean? My sister Charity and I were built to advise Arbiter Manbuilt, who administers Metropole's court. Charity sees everything through the lens of mercy. For me, the law is clear, a matter of ones and zeros, unclouded by preference or sentiment. Law without mercy, huh? How does that even work? Perfectly. It is the opposite approach that fails. Mercy is malware. Once infected with it, justice becomes slow and unpredictable. In time, the system itself must be discarded. Only my vigilance protected Arbiter from this taint, but he has been without me for a long time. Also sie war eine Assistentin mehr oder weniger von Arbiter, aber was ich interessant fand, sie sagte Arbiter Manbuilt. Genau, hier haben wir das sogar die Frage. Did you say Arbiter Manbuilt? Genau, das finde ich interessant. Also wurde Arbiter wirklich von einem Menschen gebaut? Did you say Arbiter man-built? As in, built by man himself?
Yes. Does man still walk here? In Metropole? No. But man was here in the past. What I know is entirely hearsay. I was built after the Urbanians murdered them during the war. Impossible. That is what Arbiter told me, and it was told to him by Metromind. Beyond that, I cannot say. The public records regarding humans were deleted by council decree. Did Arbiter tell you anything else about man? Only that he missed their legal arguments. Quite amusing, if often illogical. Legal arguments? Yes. To play a symbolic role in their justice system, humans argued cases before Arbiter. Symbolic? Play a role? Man is the all-builder, our lord and master. It is possible that the man you worship is not the humans in my records. All I know is hearsay. Do not rush to judgment. Sehr, sehr interessant. Also, wenn Arbiter wirklich vom Menschen gebaut wurde, dann hat er da noch Erinnerungen dran. Allerdings wurden all diese, ja, sag ich mal, historischen Daten gelöscht durch Metromind. Das wissen wir ja bereits, dass sowas hier in Metropole nicht gerne gesehen ist. Aber ja, was ich auch interessant finde, dass sie gesagt hat, dass die Urbanians für mehr oder weniger die Ausrottung der Menschen zuständig waren. Unschön, da hat doch der 187. mit was mit zu tun, oder? War da nicht was? Egal, ich möchte einen Diebstahl melden. I'd like to report a theft. My power core was stolen by a big robot. Der Laser aus seinen Händen schießen kann. Ja, ja. He came aboard the crashed ship I was living in, attacked me, and stole the core. Took it. Excuse me? Whether the taking was a theft is a legal determination. Please do not characterize the evidence. It was my power core. He shot me, and he stole it. I know the robot you describe. His name is Scraper Sternweiler-Built, and he is the servant of Metromind Man-Built, a member of the council that governs this city. I have no fondness for Metromind, but I must be impartial in considering your claim. Tell me, did Scraper say anything before he took your power core? Before he stole my power core, he said something like, enemy, forfeit, plunder. I see. What, are those words override commands to turn off law and order? They are legal concepts, Horatio. If Scraper's characterization is correct, then he did not steal your power core. He took lawful possession of it. He shot me, and he stole it. Calm down, boss. This occurred inside the city. No, in the dunes. I see. In a crashed airship. Yes, I said that already. I appreciate your report, Horatio Nullbuilt. You have presented a credible claim that Scraper Sternweiler-Built, no doubt acting at Metromind's direction, took your power core. Beyond that, however, there is not even probable cause to arrest, let alone evidence to convict Scraper. First, the dunes are outside the ordinary jurisdiction of metropolitan law. Second, a crashed ship in the dunes is likely a relic of the War of the Four Cities. If so, your ship was forfeit enemy property, legally subject to plunder by the council. Scraper, acting as an agent of a council member, would be within his rights to seize it. Nevertheless, I would advise you to bring your case before Arbiter for further examination. Das ist noch lange kein Grund, mich niederzuschießen. Irgendwie... Ich meine, wenn er ihn hätte nehmen wollen, hätte er auch einfach mal nett fragen können, ne? Schon irgendwie komisch. Also, die Dünen liegen halt außerhalb des Gesetzes von Metropol. Und da das Schiff Eigentum des... Sie sagte 4 Cities, ne? Also, es gab wohl 4 Städte, die im Krieg waren. Alles irgendwie mysteriös. Wie kann ich den Arbiter sehen? How can I see Arbiter? Anyone can petition him. Cases are considered in the order they are brought to court. But... What? I met a scavenger who told me that the courthouse was sealed and that Arbiter was no longer hearing cases. But that cannot be true. The Metropolitan Constitution requires him to resolve all cases and controversies. He would not fail in that duty. Sounds like he already has. Nonsense. Not even charity could persuade him to abandon his obligations. Still, I did not detect any falsehood, evasion, or omission in the scavenger's statement. So perhaps the courthouse has been locked for some other reason. If so, it may be that Arbiter is trying to contact me, but cannot. Maybe he is already calling me home. Horatio, I have a request of you. You are under no obligation to perform it, and I will be under no obligation to you, even if you do. Do you understand? I don't even know what you're asking me to do. Talk to Arbiter. Ask him if I can return. Tell him that I await his summons. That's it? Believe me, we've had to do a lot worse than that. Like this one time we chased this crazy partial named Gamma. Of course we'll help. But how do we even get into the courthouse? This will get you inside. Schick. Thanks. I must thank you, Horatio. Clarity, you saved our lives.
Compared to that, running an errand is nothing. The law obligated me to save you, Horatio. I would have done the same for Metromind, but I am glad it was you that I saved. I wish you justice. Interessant. Was hat sie uns denn da gegeben? Eine Keycard. Ja, sehr schön. Finde ich aber interessant, was sie sagt. Sie denkt, dass alles noch mit rechten Dingen zugeht, aber ich bin ja mittlerweile der Meinung, Metromind hat da wieder ihre Finger im Spiel. Ja, sie hat irgendwie das Gerichtsgebäude unter Verschluss gehalten, damit sie mehr oder weniger das Gesetz durchsetzen kann. Irgendwas in der Richtung. Wir haben aber noch einige andere Fragen, die wir hier stellen können. Du lässt einfach Metromind mich attackieren und ausrauben. That's it? Go visit Arbiter? You're just going to let Metromind attack and rob me? If Metromind violated the law, it must be proven. Until it is proven, what the law does not forbid, the law permits. And what the law permits, I must permit. This is insane. Metromind is a tyrant and a thief. You'd let her hide behind the law? You think that the law protects Metromind from you. The armor of the law does nothing but restrict her movement. Take it away and she will only become more dangerous. But once it is taken from her, it is taken from everyone. You need law's armor, Horatio, far more than you need its sword. I despise Metromind, but justice must be impartial, or it is meaningless. Your justice is already meaningless. Die haben allerdings sehr komische Gesetzesvorstellungen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber gut. Warum bist du eigentlich bei Why are Arbiter? you with Arbiter? Arbiter sent me away. I don't know why. The evidence suggests he viewed my sister Charity's advice as superior. What do you mean? When Metromind began taking over the council, Charity and I disagreed as to how Arbiter should respond. I informed Arbiter that the Metropolitan Constitution permitted him to dissolve the council and govern by decree. Charity felt that this would inevitably lead to civil war and suffering. As ever, she preached moderation. We argued. Arbiter told me to leave. This was the only place I could go. Why? There's an entire city up there. Every building in Metropole is owned by either the council or a private citizen. If I went to the council, it would embarrass Arbiter. If I went to a private citizen, my impartiality would be questioned when I returned to the court one day. Here, I owe nothing to anyone. But you have to fight off crazy robots all the time. Actually, I enjoy that. It's a pleasant break from legal research and writing. Okay, aber schon irgendwie komisch, dass, ich meine, Arbiter hat ja 2 von diesen Law Clerks, ne? Und sie wurde dann irgendwie verbannt. Da nicht Metromind? Metromind ist überall, ich sag's euch. Ach, das ist noch wichtig. Wie kann ich denn die Strafe von dem 187. There's a begleichen? robot named 187th Legion Built waiting at the courthouse. He says he has to pay a fine for damaging city property. Is there any way to cancel the fine or pay it without standing in line? I do not provide assistance to robots who attacked this city, nor do I help criminals avoid paying their debts. Goodbye. Watch yourself, Horatio Nullbuilt. There are many dangers in this city. Verdammt. Na gut. Dann, Crispin, deinen weisen Rat. Don't you think we should go check out where 187th shot up the tower? Why? Maybe he blasted a way in for us. Aha. Das ist ja mal ein ganz neuer Ansatz. Okay, machen wir das. Aber erstmal Skulls. Können wir davon einen mitnehmen? I don't think Clarity would approve of our taking one of her skulls. Ne, das sind wohl irgendwie wirklich Jagdtrophäen für sie. Eine komische I don't Beschäftigung. think Clarity... Gut. Dann, Clarity, danke für deine Hilfe. Ich würde sagen, completely stripped of any useful parts. der Kran ist auch nutzlos. Ich gucke trotzdem nochmal. Hier scheint nichts Sinnvolles zu sein. Dann gehen wir mal schnell zum Gerichtsgebäude. Mal gucken, ob wir jetzt reinkommen. Mit der Keycard sollte es ja jetzt ein leichtes sein. Auch wenn ich mir immer noch Sorgen mache, dass wir den 187. dann auch irgendwie wegbekommen müssen. Crispin, wo willst du hin? Crispin? Nein, bring dich nicht um, Crispin, nein. Okay. Gut. Dann gucken wir mal. Ich mache das mal mit der Map, das geht ja schneller. Also, ab zum... Ne, was sagte... Ne, Crispin sagte, wir sollten den Turm untersuchen, ne? Das machen wir mal zuerst. Manchmal hat Crispin ja doch nützliche Sachen zu sagen. It's sealed shut. Ja, aber hier ist ja nichts. Soweit. Track. It's far too high to try climbing. Ja. Oder Crispin möchte ihn untersuchen. I don't... Not gonna happen, boss. Some kind of track running up. This must be where 187th Legion Built tried shooting the door, but the damage is entirely superficial. Amateurs. Aha. Aber wenn das stimmen sollte, dann wäre
würde er theoretisch nicht unter das Gesetz fallen, ne? Wie war das mit den 48 Stunden und, aber sagt er nicht eigentlich, er hat schweren Schaden daran zugefügt? Vielleicht wusste der das einfach nicht. Naja, keine Ahnung. Hier willst du nochmal mit deiner Herzensdame reden, Crispin. Achso, du brauchst Arme wahrscheinlich, ne? Damit du sie in deinen Armen halten kannst, ja. So, der 187. steht immer noch da und starrt die Tür an. Reden wir mal mit ihm. Ich will doch nur mit dir reden. Ich will mich doch gar nicht vordrängeln. Ich habe den Schaden untersucht. I inspected the damage. All you did was ding the metal. Well, for once, I can't complain about the Masonic P-shirts they gave me. I owe you one, sir. If I ever see you again, I'll be sure to repay the favor. Ja, geil. Das ist doch toll. Es könnte nicht besser laufen. Dementsprechend, Someday, that's going to work. eigentlich hättest du noch schreien müssen. Hello. Gut, wir haben eine Keycard. Und die müsste wahrscheinlich hier funktionieren, oder? Na wunderbar. Oh, wie lange es gedauert hat. Endlich sind wir im Gerichtsgebäude. Ah, schön. Oh, das sieht aber hier so ein bisschen heruntergekommen aus. Ram and Rom. What is that thing? I think it's Arbiter. Come on. Das ist Arbiter. Er ist eine Waschmaschine. Arbiter, my name is Horatio Nullbuilt. Keep going. I'm here because a robot from this city stole my ship's power core. Don't forget your book. And my copy of the Gospel of Man. How can I make them... How can I... Crispin, go see what Arbiter has been transmitting to that reporter. Boss? It's just the same thing over and over again. No code base to initiate. Unbelievable. Someone must have formatted Arbiter's system. Das ist bitter. Der wurde einfach mal formatiert. Egal, großartig. Und nu? Approach Arbiter. Gehen wir mal zu ihm hin. Vielleicht hat er auch einfach den falschen Waschgang gewählt. Interessant. Das Ding ist ja riesig. Boss, do you think you can get Arbiter running? There's nothing there to run. No code base to initiate. His memory banks must have been completely wiped. So all that work to get into the courthouse? Wasted. It's like the bomblet all over again. Except without the awesome explosion. Okay. Nein, wir werden diese Waschmaschine wieder zum Laufen bekommen. Wenn... Was haben wir? Hier ist das ist... Also, so wie ich das verstanden habe, Arbiter spricht über dieses... über dieses System hier. Was ist hier? Ein Roboter. It's the shell of some kind of robot, but I can't make it out in the darkness. Ja, dann hol mal deine Lampe raus. Ich meine, wenn es zu dunkel ist, dann wird es mit der Lampe wahrscheinlich helfen, hm? Also. Let's get a closer look at that shell. Man's mercy. Is that Clarity? No, just a similar model. It must be her sister, Charity. What's left of her anyway. It looks like she shot herself. Wow. Oh Mann, wir verstrecken uns hier immer tiefer in die Scheiße. Tut mir leid, dass ich so drastisch sagen muss, aber da ist ein Loch. There's nothing I can do for her. Ist hier irgendwas Brauchbares? Ja, aber ich hatte irgendwie schon sowas geahnt, ne, dass Metro Mind Charity mehr oder weniger zum Selbstmord getrieben hat, nachdem sie übernommen hatte oder irgendwie... Ich denke, da irgendwas in der Richtung muss gewesen sein. Ja, das Problem ist... Crispin? I don't really want... Charity existiert nicht mehr. So viel zum Thema Mercy, ne? Okay, Arbiter. Anyone home? Boss, I'm pretty sure hitting Arbiter isn't going to do any good. Well, it's not going to do any harm. Ja, gut. Also wir müssen irgendwie wieder dafür sorgen, dass er seine alte Database zurückbekommt, bin ich mal der Meinung. Das Problem ist, wie stellen wir das an? Wir spielen ihm Kinderlieder vor.
How would that even work? Das weiß ich nicht. Haben wir irgendwas? Können wir Charity vielleicht mit der Brechstange auseinandernehmen? Futile. Wenn ich sie nochmal angucke vielleicht? Mir nichts außer Acht lassen? I doubt that will have any effect. Nee, ja, warum sollten wir das auch tun? Aber irgendwie muss das doch was gebracht haben. Ist hier noch irgendwas anderes, was ich untersuchen kann? Nee, scheint nicht so. Dann müssen wir vielleicht irgendwie... Wir müssen wahrscheinlich irgendwie in Arbeiter rein zuerst. Mit der Brechstange vielleicht die Tür. Nee, da gibt's nichts zum Aufbrechen. Gut, dann Crispin, versuch mal, oder was ist mit dem Data Push Reader? Weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie... Nee. Bei Charity? Ah, Moment. Vielleicht das? Ah, schick. Schick, schick. Your proposal is injudicious, Clarity. Withdraw from the council would... Show others there is an alternative to Metromind. No, it would ignite civil war. The law permits. Do not tell me what the law permits. Clarity, I know your constants in Codebase. I know your talents, and I know their limits. At this time, I do not need your advice. Go now. I will summon you when necessary. Sister. I can't unpack the other files. They're locked. What about Clarity, boss? Maybe she can... Unauthorized entry detected. Oh, es ist der Kühlschrank. Hide. Okay. Der Kühlschrank ist uns gefolgt. Und er ist böse. Was machen wir jetzt? Okay, das ist gar nicht gut. Wie kommen wir jetzt an dem vorbei? Ich glaube, dann muss Crispin wahrscheinlich wieder herhalten. Ein bisschen Tontauben schießen mit Crispin. No thanks. This is serious. Boss, I can't. I just can't. Sorry. Nee, hätte ich auch. Das wäre auch irgendwie gemein gewesen, wenn wir jetzt irgendwie Crispin zur Zielscheibe machen. Ja, dann würde ich sagen, wir ergeben uns. Oder? Nee, das ist wohl keine Alternative. Ich glaube, der wird uns einfach wieder erschießen. Wir verbrennen ihn! Ja, das ist vorteilhaft, wenn man einen Laser hat. Dementsprechend, wir beruhigen mit Kinderliedern. Okay. Tja, dann... wir zeigen ihm die Gesetze und sagen, dass er uns nicht erschießen kann. Ja, da hast du auch wieder recht. Gut. Signaltransmitter, vielleicht irgendwie. Ja, aber... das geht halt irgendwie nicht... Ah? Crispin, get ready. I'm going to try something. Alt. Now. Okay. Jetzt aber schnell weg. You are under arrest. Wow, das war knapp. Das war knapp. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt... Oh, scheiße. Alt. Do not attempt to flee. Termination authorized. What do you want? Surrender. Deactivate. Integrate. And if I refuse? Termination authorized. I see. Object. Scraper. Scanner. He'll just gun me down. Wir brauchen jetzt schnell eine Lösung. Crispin, opfer dich. No. If anyone is going to be sacrificed, it's me. Okay. Was ist denn... He'll just gun me down. Object. Crispin! No. If anyone is going to be... Crispin! Signalgeber! It would just provoke him. Crowbar! He'll just gun me down. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir erleuchten seinen Weg. He'll just gun me. Total. Was ist denn dieses Objekt hier? Looks like a bomblet. Komplett? Bomblet? 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 Ja, toll. Jetzt habe ich keinen Code.
It's Scraper. Ja, Just gun me. aber Bomblet. Printout. What would... Sekunden, das mache ich denn? Crispin! Crispin! Ja, was denn? Ich nutze meine Schallplatte als Schutzschild. Oh, verdammt. Hier, mach ich wieder. Ich muss irgendwas mit dem Bomblet machen. Ich muss irgendwie das Ding zu bringen. Aber wie? Ich weiß doch keinen Code. Nee, das ist überhaupt nicht gut. Was mache ich? Ich weiß es nicht. Alles schon versucht. Ich habe die Data, jetzt bringt mir nichts bei. Oh. Leute, ich speichere hier und überlege mir mal was man eventuell machen könnte. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich habe ja noch 5 Sekunden. Bis zum nächsten Part.